hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass die so krass steigt. Durchzug. Bäm. Der klingt wie so ein richtig billiger Motor. Tut mir echt leid, wie ich das sagen muss, aber die Bremsen, die beißen richtig zu. Ja, man sitzt natürlich radikal auf diesem Motorrad drauf. Ja, servus beieinander. Das ist die nächste Probefahrt. Ich bin jetzt auf der niegelnagelneuen BMW S1000 RR unterwegs. 207 PS. Yeah, man. Also der Motor, muss ich sagen, der irgendwie scheppert der. Der klingt wie so ein richtig billiger Motor, leider. Tut mir echt leid, wie ich das sagen muss, aber irgendwie klingt er so. Aber gut. So, ein bisschen Griffheizung angemacht, weil es heute ziemlich kühl. Ja, wir haben echt wirklich Griffheizung in der S1000 RR. Wir haben Tempomat. So, funktioniert. Ich gebe kein Gas. Also, beziehungsweise meine Hand gibt kein Gas. Ja, und sonst natürlich schönes fettes E-Kombi-Display. Wir sind wieder in der geführten Probefahrt unterwegs. Ja, man sitzt natürlich radikal auf diesem Motorrad drauf. Enger Kniewinkel, viel Gewicht auf den Handgelenken. Wenn man sich hinterm Windschild verstecken möchte, muss man sich extrem klein machen. Aber ich muss echt sagen, schön warm mit der Griffheizung. So, schauen wir mal. Durchzug. Bäm. Ja, Motor läuft schön sauber. Eher unspektakulär. Ist jetzt keine V4 Ducati oder so. Ja, und das Gute ist, dass hier schon die Drehzahldrossel draußen ist. Also das Motorrad hatte schon die erste Inspektion. Somit ist die Drehzahldrosselung, ich glaube, die ist gewöhnlich so bei 9000 Drehungen. Die ist jetzt schon draußen. Das heißt, man könnte sie ausdrehen, aber selbst der erste Gang geht ja bis ca. 180 km/h. Also das können wir hier auf der Landstraße eh nicht ausprobieren. Und wir haben ja auch diese schöne Anzeige, ich habe diese Sportanzeige, das heißt, die dynamische Traktionskontrolle kann man sich anzeigen lassen, wie viel Prozent sie geregelt hat oder welche Bremsverzögerung. Genau, dann die Schräglage kann man sich anzeigen lassen. Man muss schon sagen, schon so ab 5000 Drehungen beginnt sie schon zu schreien. Und ich glaube, ab da geht sie auch schon nicht so schlecht vorwärts. Natürlich dann ab 10, 11, 12.000, da reißt es einem dann die Arme ab. Haben natürlich Schaltassi Pro, hoch und runter schalten ohne Kupplung. Wir haben hier die neuen Bremssättel, die Hayes Bremssättel. Können wir später auch noch ausprobieren. Normal ist es immer ein bisschen schwierig, den rechten Spiegel einzustellen, weil man ja die Hand vom Gas nehmen muss, aber mit einem Tempomat geht das ganz gut. So, der möchte mit auf die Straße, darf er auch. Ja, sonst, ja, dafür, dass es eigentlich für die Rennstrecke gemacht ist, fühlt sie sich sehr agil an. Also ich meine jetzt so für kleinere, engere Kurven. Natürlich ist sie sehr agil für eine Rennstrecke. Ja, aber enge Bergpässe sind jetzt nicht unbedingt, also so mit richtigen Kehren sind jetzt nicht ihr Metier. Das ist komisch.
Der gibt immer so einen kleinen Nachschub. So, das mache nicht ich selber. Also das Fahrwerk ist jetzt Standard. Das heißt, wir können hier selber Zugdruckstufe einstellen, händisch. Also wir haben jetzt hier kein Dynamic Damping Control, DDC heißt es, glaube ich. Ja, aber auch so lange Landstraße, so langgezogene Kurven, so richtig schön zu fahren. Aber so eine ganze Tagestour, ja, ist natürlich nicht so bequem dann. Und dafür wurde sie aber auch nicht gebaut. Echt interessant, wie sie diesen kleinen Gasstoß danach noch gibt. Ah, hier. So mal, zweiter Gang. Erster Gang. Ja, das war jetzt nicht mal Halbgas. Denn wir alle wissen, was passiert, wenn man mal Vollgas gibt. Wir alle wissen das. Also brauchen wir das hier auf der Landstraße auch nicht ausprobieren. Ja, die Bremsen, die beißen richtig zu. Die Hayes-Bremssättel. Da ist natürlich gut, wenn man ein ABS hat. Denn so wie die zubeißen, da überschlägt einen schnell mal mit dem Stoppi. So, ein bisschen zieht zu da oben. Eieiei. Ich hoffe, das fängt nicht an zu regnen. Okay, tun wir mal die Griffheizung wieder auf Stufe 1. Es gibt ja 3 Stufen. Ich war gerade auf 2, es war jetzt sogar schon zu warm. Ja, da darfst du nicht voll halb ans Gas gehen, weil die halt so übelst abzieht. Und ein Regentropfen und noch ein Regentropfen, die gegen mein Visier klopfen. Ja, kann schon sein, dass es so kleine kurze Schauer gibt. So, ich hab mal ein Tempomat rein und es läuft. Ein paar Gänge runterschalten. Ja, gerne würde ich sie mal so richtig schön ausfahren auf der Autobahn. Gerne würde ich das machen. Einmal runterschalten. Die geht ab. Das geht wirklich ab. Da hebt sie sich gleich. Ei, ei, ei. Das war jetzt 3/4 Gas oder so. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sie so krass steigt. Und das ist wirklich bei 3/4 Gas. Ja, Power hat sie. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich glaube, im Dynamikmodus lässt sie auch ein bisschen mehr Wheelie zu. Ja, was gibt's noch Schönes über das Moped zu erzählen? Ja, also meine Handgelenke tun jetzt nach 20 Minuten schon weh. Aber das ist ja auch eine Supersportler. So, jetzt mal schön die Gänge runterschalten. Ist echt lustig. Dieser Gasstoß.
Und einmal Gänge durchladen. Zack, 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 zack. Ja, und dann ist die Probefahrt schon wieder vorbei. Ja, gerne würde ich Sie mal auf die Autobahn entführen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir als nächstes fahren. Vielleicht eine Ducati. Eine teuflische Ducati.